Marina kommt mit Strom. Es ist immer noch sehr windig, aber heute wollen wir weiter. Der Wind kommt ja auch vom Wattenmeer, das ist gar nicht so schlimm. Wir werden durch den Wind auf den Steg gedrückt. Die Backbordleine kann Marina gleich lösen. Die Stege sind für die Länge wirklich ungünstig. Und dadurch, dass wir jetzt die Backbordleine gelöst haben, werden wir hier hinten jetzt auf den Steg gleich drauf gedrückt. So, jetzt hängen wir nur noch vorne an der Leine. Tschö, Texel. Schön war's hier. Hast du alle Knöpfe zu? Nee, hast du nicht. Wir sehen uns drüben wieder. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Wenn wir eine Maschine fährt, muss natürlich auch das Ruder hart gegenhalten, damit er geradeaus fährt. Gerade beim Anfahren kommt er völlig aus dem Ruder und dann müssen wir kurz mal mit der anderen Maschine einmal kurz Gas geben, damit er gerade bleibt. Bevor wir auf die Nordsee rausgehen, muss der Jürgen natürlich auch die Sicherung der Knöpfe machen, damit wir nicht die Gischt hier drüber bekommen. Die gehen so schwer zu, die Knöpfe. Frank und Claudia verlassen jetzt auch den Hafen. Wir lassen sie nach vorne. Claudia macht noch alle Fender rein. Anna schnuppert frische Luft. Langsam startklar für die Ausfahrt. Kommt sowas wie ein Rettungsboot rein. Wir fahren heute Gat van de Skier, das sind zwar 5 Kilometer mehr, wir fahren Richtung Den Helder um die Tonne rum. Das ist die sichere Route, da können wir die ganze Zeit schnell fahren, als wenn wir hier quer abfahren. Na dann, gutes Schaukeln. Ihr wolltet das ja so. Gestern hat es genauso geschaukelt. Aber nicht um 18 Uhr. Alles gesichert, Fernseher ist unten. Jetzt kann es rausgehen aufs Wattenmeer. Tschüss, Texel. Leider können wir heute das Video nur durch die Scheibe machen, da es etwas unruhig ist auf dem Wasser. Es ist schon sehr kappelig und es knarrt an allen Ecken und Enden. Aber Marschfahrt haben wir drauf, 42. 42 fahren wir. Super. Vor uns sind die Fischerboote. Sie haben ihre Netze draußen. Gleich haben wir es geschafft. Ein großer Segler geht raus. Das Sperrwerk, da kann bei zu viel Wasser aus dem Eiselmeer abgelassen werden. Wir müssen jetzt erstmal hier dran, weil die Autobahnbrücke für uns geöffnet werden muss und das machen die nicht andauernd, sondern nur, wenn viele Boote da sind und sich das lohnt. Ja, jetzt liegen wir hier vor der Schleuse und müssen warten, bis sie geöffnet wird. Jetzt fährt das Baggerschiff vor. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob der schleusen will, aber ich würde mal annehmen, weil das nach der Brücke gibt es nur noch einen Vorhafen. Die Frage ist natürlich jetzt, ob es jetzt schnell geht. Nee, schade. Hier legt sich auch in den Parkbereich vor der Brücke. Das sieht nach längerer Wartezeit aus. Die Drehbrücke geht auf. Wir können gleich auf der Steuerbordseite durchfahren. Die ausfahrenden Schiffe, die fahren auf der Backbordseite raus, sodass wir uns nicht gegenseitig stören. Die Brücke ist geöffnet und wir fahren jetzt in einem Vorhafen rein. Die Brücke ist wieder eine Autobahn, die nach Amsterdam führt. So wie es aussieht, ist die Schleuse offen. Wir können direkt durch. Ja, das Berufsschiff ist schon drin. Und wie man sehen kann, geht das alles wieder sehr langsam. Das ist auch richtig so, damit man keine Welle mit in die Schleuse reinnimmt. Jetzt geht es für uns auch in die Schleuse rein. Es ist auch ein bisschen windig heute. Die aus Köln müssen sich natürlich, also blöd angelegt. Kannst du mal sagen, wo ich rangehen soll, Jürgen? Ich kann nur die, weiter vorne geht nicht. Das ist wieder sehr unprofessionell. Als letzter kommen, als erster reinfahren und einen riesen Abstand halten. Und genauso der vor Frank. Und so, dass wir uns gerade so in die Schleuse reinquetschen können.
Aber die Julia, also der kommt und ist frech direkt reinzufahren und sich dann so doof hinzulegen. Ja. So, der Schleusengang ging zügig, haben nicht sehr lange warten müssen. Und jetzt läuft Wasser raus und gehen jetzt ins Eiselmeer zurück. Da hinten ist das Restaurant Die Dicke Bries. Leider hat das heute geschlossen, sonst hätten wir hier heute einen Zwischenstopp eingelegt. Da waren wir vor vielen Jahren schon mal essen und es hat uns da sehr gut gefallen. Weiter geht der Ritt übers Eiselmeer. Nach einem kurzen Ritt übers Eiselmeer sind wir hier im Medemblick angekommen. Frank ist schon an der Einfahrt und wir folgen. Bisschen wackelig, aber nach der Einfahrt ist ruhig. Jetzt sind wir drin. Marina bereitet alles vor. Wir stehen im Medemblick, sehr toll an der Karte. Und hier kann man auch wieder mit der iMarina-App bezahlen. Hier haben die 1. Und schon gescannt sind hier im Osterhafen. Wir waren relativ früh da und haben einen schönen Platz. Und die meisten fahren durch die Brücke und gehen dann in den hinteren Hafen. Wir liegen da hinten direkt an der Kade. Wir haben den direkten Zugang zum Eiselmeer, müssen also nicht durch die Brücke. Aber hier hinter der Brücke, die wird auch regelmäßig geöffnet, gibt es auch noch einen schönen Hafen. Man sieht auch hier in den Boxen ist jede Menge frei. Drüben gibt es auch noch jede Menge Liegeplätze. Also ist noch einiges. Direkt an der Brücke das Eat-Café de Quickel, das Hafenkontor. Und hier geht es auch gleich in die Stadt. Alles sehr zentral. Und natürlich gibt es beim Don Gelato auch wieder Eis. Oh, lecker. Ja, das war der Eissalon. Hier gibt es einiges an Restaurants. Und hier ist die Stadt auch schon beendet. Groß ist es nicht. Das sieht man auch selten in den kleinen Orten. Medemblick ist auch mit dem Zug erreichbar. Und auf der anderen Seite vom Deich ist auch schon das Eiselmeer. Hier einfach nach Medemblick. Es ist heute Nachmittag deutlich ruhiger wie heute früh. Die bewachen die Einfahrt. Da drüben geht es in den Pekelharinghafen. Da ist noch reichlich Platz. Wir haben gleich auch eine Tanke hier. Genau gegenüber von unserem Liegeplatz. 1,63 ist ein guter Preis. 1,63 kann man nicht meckern. Ja, wenn man schon welche hier bezahlt. Ja, und da gegenüber ist auch ein Bootsladen. Auf der anderen Seite ist der Sanitärcontainer. Da hinten liegen wir ja. Und stimmt der Code? Ja, der Code stimmt. The Man. Oh, Waschbecken, das sind wahrscheinlich die Toiletten. Ne, hier sind die Duschen. Kostenlos, braucht man einfach nur drücken. Toiletten muss man ein tiefer, aber es gibt auch ein Behinderten-WC. Alle anderen müssen die Treppe runter. Okay. Na gut. Hinter der Brücke und dem Restaurant sieht man auch jetzt den Hafen, dessen Einfahrt wir eben gesehen haben. Auch ganz schön groß und sehr ruhig gelegen. Kurz vor 6. Die Front kommt so langsam näher. Die ersten Tropfen sind auch schon gefallen. Mal gucken, wie schlimm es gleich wird. Jetzt kommt doch ein ganz kleines Regengebiet hier. Der erste Regen in diesem Urlaub. Unfassbar. Unfassbar. Und auch noch warmer Regen. Ja.
Also es sind Gewitter. Saunaregen. Ja, Genau, Saunaregen. wir sind froh, dass es mal regnet. Ja. Nach Wochen regnet es endlich mal. Wir freuen uns alle über Regen. Regen, 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 es regnet. Du bist mit drauf. Noch nie haben wir uns so gefreut wie heute über den Regen. Ja. Genau. Wir sind mit den Booten aus dem Salzwasser raus und die werden jetzt richtig toll abgespült. Erste Mal, dass wir bei Regen essen gehen in diesem Urlaub. Aber es wird schon besser. Ihr seid aber optimistisch gekleidet. Kalt ist es ja nicht. Das stimmt, ja. War ja in dem Sinne kein Regen, das war auffrischende Luftfeuchtigkeit. Die Terrassen werden natürlich bei dem Wetter nicht benutzt und wir hoffen jetzt, dass wir hier drinnen einen Platz kriegen. Aber wir sind ja relativ spät, sodass wir zur zweiten Schicht kommen und dann müsste es eigentlich immer frei sein. Deshalb gehen wir extra schon immer spät. Das Café de Quickel ist ein sehr gemütliches Restaurant. Ja. Und haben einen Platz gekriegt, sogar auf der Couch. Das ist ja super. Und schon ist die Hauptspeise da. Mixed Grill. Steak Tartar. Ja, als Doppelmenge, also die Vorspeise in doppelter Form als Hauptspeise. Die sind hier sehr flexibel. Ich habe einen Schnitzel, Champignon. Mal wieder ein Schnitzel. Und hier, ich habe den Fisch des Tages, Kabeljau. Ja, guten Appetit. Wir sind gut gesättigt. Der Service war top. Die Location ist top. Das Essen war top. Der Preis war top. Eine klare Empfehlung. Und ein kleines Eis muss auch noch sein. Das passt noch rein. Bei mir auch. Das Regatta Center Medemblick ist doch schon ganz schön weit draußen. Wir liegen hier im Passantenhafen, noch vor der Brücke auf der linken Seite. Hier sieht man unsere Boote. Da ist die Brücke und links das Restaurant. Im Westerhafen gibt es auch noch viele freie Plätze. Und hier hinten kann man weiter mit dem Boot ins Landesinnere fahren. Das haben wir vor ganz vielen Jahren auch schon mal gemacht. Ein kurzer Blick über das kleine Städtchen. Am Ende ist der Bahnhof und das Eiselmeer. In Medemblick habe ich mich etwas verliebt, sorry Marina, aber es ist hier sehr ruhig, verträumt, romantisch. Es ist hier keine Straße und daher alles sehr, sehr leise. Das Lokal ist gleich 200 Meter weg, die Stadt ist gleich über die Brücke, Sanitär ist auch alles hier vorhanden. Man fühlt sich hier fast wie auf einem Wasserrastplatz mit Strom und WC, alles wunderbar. Wir kommen gerne mal wieder. Und in dem Lokal haben wir fantastisch gegessen. Ja, die letzten Male waren ja nicht so optimal, aber gestern war es wieder toll.